hat sich einiges an neuer Ultraleicht-Ausrüstung in diesem Jahr getan und ich will heute mit euch im Schnelldurchlauf meine aktuelle, neue, komplette Packliste durchgehen, mit der ich in diesem Jahr auf vielen Trails an den Start gehen werde. Es gibt viele Updates bei kleineren Sachen, einige größere Dinge habe ich auch neu, ein paar Sachen habe ich komplett weggelassen und ein paar neue nehme ich jetzt doch mehr mit. Ich habe in dem Jahr viel gelernt, werde euch genau zeigen, wo hier die Unterschiede sind und welche Optionen ich vielleicht je nach Tourlänge oder Jahreszeit auch hinzupacke oder ganz weglasse. Ja, starten wir mal mit den großen 4 Dingen, die das meiste am Rucksackgewicht natürlich ausmachen. Ganz vorne dabei natürlich ein Zelt. Und bei mir ist es nach wie vor das Tartan Rainbow LI, eine Ein-Personen-Variante. Ungeschlagen, das ist ein perfekter Kompromiss aus leichtem Gewicht mit nur 619 Gramm und der einzigartigen Möglichkeit ist, meine Trekkingstöcke in diese Konstruktion mit einzubeziehen, um es einerseits entweder freistehend zu machen oder mit einem extra Hering dann wirklich beim Sturm noch verstärkter längs aufzuspannen, sodass der Trekkingstock wirklich eine Säule dafür bildet. Dafür habe ich dann einen stärkeren Hering dabei, den ich unter anderem auch mittlerweile als Schaufel benutze, da er so groß ist, von Nordisk, ein Titanhering, und das hat wirklich gut funktioniert. Damit war ich sehr flexibel. Aber da es ein einwandiges Zelt ist, ist es nicht ganz perfekt im Winter und natürlich auch nicht so gemütlich und komfortabel wie ein größeres 2-Personen-Zelt. Deswegen habe ich ganz neu hier in meinem Setup das X-Dome 1 Plus, und zwar in der Solid-Variante. Solid heißt, dass das Innenzelt wirklich windgeschützt ist und nicht durch ein luftiges Meshgewebe ersetzt ist. Und das ist für mich ganz wichtig, da ich das Zelt einerseits im Winter verwende, um weniger Probleme mit der Kondensation zu haben, und andererseits auch wirklich gerne auf kürzeren Touren zu schätzen gelernt habe. Das wiegt jetzt 1 Kilo grob, und wenn ich mal nur eine Übernachtung mache, vielleicht auch 2, 3, dann nehme ich die 400 Gramm gerne in Kauf. Da, man muss schon sagen, dass X-Dome wirklich sehr komfortabel ist, sehr groß ist, ein großes Vorzelt hat, sehr gemütlich einfach ist, und damit fahre ich eigentlich ganz gut, und das sind die einzigen Zelte, die ich in diesem Jahr auch benutzen werde. Carbonstangen sind natürlich auch bei beiden Zelten dabei, und die lagere ich links außen am Rucksack, da wo die Trinkflaschen sitzen. Und damit diese ultraleichten Zelte auch nicht wegfliegen, brauche ich natürlich ein paar Heringe. Und neben diesem großen Sturmhering für die Apside habe ich noch 3 bis 4 kleine Titanheringe, 6 Gramm schwer, hier aus dem Gear Swift Store dabei. Und die kann ich super gut in den Stangen lagern, wenn die zusammengeklappt sind. Und da halten die Heringe auch wirklich bombenfest. Und wenn ich am Lager ankomme, ziehe ich die einfach raus und weiß dann immer, dass ich alles richtig geordnet habe. Ja, auch beim Rucksack gibt es eine Neuerung. Einerseits setze ich immer noch nach wie vor auf den Zpacks Nero 38 Liter in Ultra, weil er einfach unglaublich leicht ist. Der Körper wiegt nur 288 Gramm, die Upgrades dabei noch ein bisschen mehr. Ich habe zum Beispiel 2 Hüftgurttaschen, 2 Schultergurttaschen und so ein Rückenpanel, was für mehr Stabilisierung sorgt, und ich kann es variabel rausnehmen, sodass ich eine Unterlage habe, ein Sitzkissen, eine Isomattenverlängerung oder das sogar mit Rucksack als Kissen verwenden kann. Man muss sagen, nach 3 Jahren Gebrauch hat sich hier der Ultrastoff so ein bisschen delaminiert, gelöst zum Beispiel. Das ist nur so eine Art Folie, die wirklich stark gepresst ist. Im Körper stört mich das gar nicht so viel, aber in den Hüftgurttaschen, da hat man manchmal schon so ein paar Fetzen in der Hand, die ich dann einfach entsorge. Da löst sich das schon sehr deutlich. Sorgt aber für geringere Wasserdichtigkeit. Ich werde die aber nach wie vor benutzen. Und wenn ihr jetzt neuere Ultra-Rucksäcke bestellt, dann hat sich das Ultramaterial auch verbessert. Ultra X, das ist auf jeden Fall noch länger haltbar. Bei kürzeren Touren oder sommerlichen Touren, wo ich ein bisschen weniger Gepäck dabei habe, oder auch wenn ich ein bisschen schneller unterwegs sein möchte, setze ich mittlerweile sehr gerne auf den Hyberg Bandit Light aus dem neuen Material Alula Graphite. Das hat mich total überzeugt. Es ist ja so ein bisschen weicher, macht auch nicht den Eindruck, dass es schnell kaputt geht, und ist immer noch leichter sogar als DCF. Der hat aber wirklich keinen Hüftgurt, nur einen ganz, ganz leichten, ohne Hüftgurttaschen. 2 Schultergurttaschen sind dabei, und da habe ich mir überlegt, das meiste Gewicht, was ich trage, ist definitiv Wasser. 3 Liter trage ich in diesen leichten 20 Gramm schweren Flaschen normalerweise hinten am Rucksack, und das sorgt natürlich für keine optimale Gewichtsverteilung. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das ein bisschen besser machen? Und dieser Rucksack ist so kurz, und ich kann ihn wirklich hoch tragen wie eine Trailrunning-Weste, und dann habe ich mir diesen Trailrunning-Gürtel hier zugelegt, und den trage ich quasi verkehrt hier rum. Hinten ist diese Tasche auf meiner Hüfte, und da lagere ich wirklich diese Soft Flasks, die ihr da vorne seht. Einer hat 600 Gramm, die sind von Instinct, und die sind die leichtesten pro Volumen, die ich gefunden habe. Das heißt, wenn ich 4 Stück davon bei habe, trage ich 2 wirklich hinten auf meiner Hüfte und 2 in den Schultergurttaschen, sodass mein Rucksack ja 2,4 Kilo in dem Sinne leichter ist. Der Vorteil bei Softglas ist auch, das Wasser ja schwappt nicht so rum, und das ja merkt man auch beim Laufen. Die Schritte kosten weniger Energie, weil natürlich bei jedem Schluck da Wasser rausgeht.
Zusätzlich habe ich an dem Trailrunning-Gürtel natürlich noch eine kleine Tasche, also ein bisschen mehr Stauraum für kleine Technik zum Beispiel. Generell die Außentaschen am Rucksack, wo normal die Flaschen sitzen, sind dann auch zusätzlicher Stauraum, der nicht wettergeschützt ist. Und ich habe das jetzt auf ein paar Touren versucht. Ich bin auf jeden Fall damit schneller. Es klappt aber nur, wenn alles ansonsten wirklich sehr minimal und sehr leicht ist. Ein paar Probleme hatte ich noch, dass der Rucksack auf die Flaschen dann an meinem Rücken drückt und die teilweise ja durch dieses kleine Ventil hier vorne so ein bisschen Wasser verlieren. Es ist noch nicht ganz optimal. Ich experimentiere damit weiter, aber es ist schon mal ein sehr vielversprechendes Konzept und ich werde in diesem Jahr auch die größere Variante von dem Heiberg-Rucksack testen, nämlich den Attila Aura Salula Graphite und dann testen, ob ich da vielleicht den besten Kompromiss aus beiden Rucksäcken finde. Ja, auch bei den Isomatten habe ich mich ein bisschen verändert. Standardmäßig nehme ich immer meine Thermarest Neo Air X-Lite NXT mit. 370 Gramm Airwert von 4,5. Letztes Jahr hatte ich noch eine spezielle Sommermatte mitgenommen. 280 Gramm, also ein bisschen weniger, hat die Nordisk Fan Isomatte gewogen. Die war aber nur auf Torsolänge, ganz, ganz dünn und halb auf Schaumstoff. Erstmal war die ein bisschen sperriger im Rucksack, weil ich die natürlich nicht komplett komprimieren konnte. Dann hat mich schon gestört beim Schlafen, ja, dass meine Beine sehr stark überhängen. Habe dann immer mein Sitzkissen noch als Verlängerung benutzt, aber teilweise wollte ich den Rucksack dann auch als Kissen benutzen und ich habe einfach gemerkt, dass wenn es ein bisschen kühler wird, eine Isomatte wirklich deutlich mehr Komfort bei der Wärme bringt als noch ein dickerer Schlafsack. Deswegen habe ich mich von dieser Option schon mal verabschiedet. Geht es dann in den Winter, habe ich die Thermarest Neo Air X-Therm dabei und auch hier wieder in der Large-Variante. Das heißt, die ist breiter und länger als die normale Regular X-Lite. Das macht im Winter für mich Sinn, weil die isoliert genug mit einem R-Wert von 7 auf jeden Fall, aber ich habe immer gemerkt, dass links und rechts neben der Isomatte und auch am Fußbereich, wenn die ein bisschen schmaler ist, dann ja die Kälte von den Seiten hochkommt. Deswegen gehe ich da ein bisschen extra Gewicht in Kauf, aber hatte auch jetzt auf den harten Wintertouren bei wirklich minus 7 Grad absolut keine Probleme damit. Ja, die neue Luxusoption, die ich wirklich zu schätzen gelernt habe, ist die Thermarest Neoloft und damit fast das am wenigsten ultraleichte Produkt, was ich jetzt doch regelmäßig verwende, auch in der größten Variante Large, und die Neoloft ist einfach ein richtiges Outdoor-Bett. Die ist halt viel, viel dicker, die hat oben leichten Fließbezug, die hat verstärkte Ränder, sodass man wirklich ein besseres Schlafgefühl hat und nicht runterrollt. Und mit der Matte und dem X-Dome zusammen, da schlafe ich eigentlich genauso wie zu Hause. Die wiegt allerdings in dieser Größe 900 Gramm, kostet auch knapp über 200 Euro und natürlich auch nur etwas für einzelne Overnighter oder sehr kurze Touren, wo ich vielleicht wenig Nahrung dabei habe. Ansonsten für längere Fernwanderungen greife ich immer nur zu den leichteren Optionen. Und dann fehlt noch die Schlafisolierung. Da setze ich nach wie vor auf Quills und habe da sogar 3 verschiedene Varianten. Einen wirklich sehr leichten Apex Quilt, 133 Stärke für den Sommer, der sich komplett öffnen lässt. Einen für die Übergangszeit, den ich wirklich am meisten mit hatte, mit der Stärke 200er Klimashield Apex. Da ist die Fußbox komplett geschlossen. Das war mir wichtig, dass da kein Luftzug kommt, und am Rücken lässt er sich trotzdem komplett öffnen. Und dann habe ich für den Winter mein 266 Apex Quilt wirklich, ja, custom made von Gram Expert bestellt, der wirklich einfach nur wie ein Sack ist. Den kann man nicht am Rücken aufmachen. Und da habe ich gemerkt, das wärmt wirklich unglaublich gut. Ich habe nicht mehr das Problem, wenn es wirklich Minusgrade sind und ich mich drehe, dass dann doch mal ein Luftzug kommt. Der hat natürlich auch keine Kapuze, das heißt, man muss immer mit Jacke und Mütze vielleicht schlafen. Aber wenn ich den mal mit hatte und es war doch ein bisschen wärmer als gedacht, dann hatte ich natürlich erhebliche Probleme, weil ich nicht lüften konnte und dann war mir teilweise viel zu warm in dem Schlafsack. Dennoch finde ich es so gut vom Konzept her, und jetzt im Winter, wenn es wirklich unter minus 6 Grad war, das ist die offizielle Grenze, dann verwende ich den 133er Quilt noch da drüber, quasi 400er Apex, und dann komme ich auch locker bis minus 10 Grad, und das war jetzt zum Beispiel im Sauerland wirklich sehr, sehr bequem. 3 Optionen braucht man definitiv nicht. Ich würde euch raten, nehmt eine Stärke 200, 233, die variabel wirklich geöffnet werden kann natürlich auch Daune sein für alle, die das lieber mögen, und vielleicht dann für den Sommer noch eine zweite Variante, und wenn ihr dann im Winter unterwegs seid, kombiniert ihr einfach die beiden und da ist man schon sehr, sehr gut aufgestellt. Ich habe hier die Quilts von Gram Expert. Heiberg bietet die auch an, den Loner Quilt zum Beispiel ist genauso gut, und da kann man dann auch viel konfigurieren. Ja, und passend zum Thema Schlafen habe ich mit Kissen in diesem Jahr wirklich sehr viel rumexperimentiert, und einerseits habe ich gemerkt, wenn ich den Rucksack dabei habe und sehr leicht unterwegs sein will, dann reicht mir das als Kissen aus, weil ich dieses gemütliche Schaumpanel habe. Das stecke ich hier vorne in den Rucksack einfach rein, packe alles an restlichem Proviant und Kleidung in den Rucksack und lege es wirklich
vor die Isomatte, sodass ich quasi eine Verlängerung habe. Das ist ganz gut, weil die X-Lite zum Beispiel nur 183 cm lang ist und ich 1,89 groß bin. So stehen meine Füße auch nicht drüber. Wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin, dann brauche ich ein Kissen. Dann nehme ich dann meistens das 40 Gramm schwere Sipex-Kissen mit. Das ist schon ausreichend bequem. Ich ziehe dann oft meinen Base-Layer noch über Isomatte und Kissen drüber, sodass ich eine Art Bezug habe. Dann ist es am Kopf ein bisschen weicher und da verrutscht auch nichts. Komplett gemütlich und bei kürzeren Touren und auf jeden Fall, wenn ich mit dieser Isomatte hier unterwegs bin, der Neoloft, nehme ich das Nemophilo Elite Kissen mit. Ich habe 13 verschiedene Kissen getestet und dieses Kissen hat 2 Lagen, wiegt leider 80 Gramm und hat einen total gemütlichen Fellbezug da oben drüber. Und das war für mich absolut ein Gamechanger. Das ist das gemütlichste Kissen, auf dem ich jemals geschlafen habe. Hat auch eine kleine Vertiefung innen drin. Ja, und diese Kombination, wie schon gesagt, Neoloft, dieses Kissen und das X-Dome ist Schlaf wie zu Hause, deswegen auch hier auf kürzeren Touren und vielleicht auch im Winter, wenn ich sowieso mich ein bisschen mehr nach Komfort sehne, dann gehe ich da die 40 Gramm noch mal extra ein und nehme das Nemophilo Elite damit. Neben der Ausrüstung, die im Rucksack landet, gibt es noch Dinge, die eine Tour überhaupt erst möglich machen. Wer zum Beispiel wie ich oft mit dem Camper quer durch Europa zu den Startpunkten fährt, braucht unterwegs eine zuverlässige Energiequelle. Und genau dafür gibt es jetzt die neue Anker Solix C2000 Gen 2 mit 2048 Wattstunden Kapazität. Mit 2400 Watt Nennleistung und 4000 Watt Spitzenleistung versorgt sie im Gegensatz zu einfacheren Powerstations bis zu 99% aller Geräte. Damit lassen sich nicht nur Kameraakkus, Drohnen oder Laptops laden, sondern auch leistungsstarke Geräte im Camper betreiben. Zum Beispiel kann ich damit ohne festen Stromanschluss meine E-Bikes unterwegs laden oder morgens noch ganz entspannt vor der Tour schnell einen Kaffee mit einem richtigen Wasserkocher zubereiten. Besonders stark sind dabei auch hier die 6 Möglichkeiten zur Wiederaufladung. Mit dem gleichzeitigen Laden der Kombination durch Steckdose plus Solarpanel lädt sie sich sogar in unter einer Stunde vollständig auf und mit dem optionalen Lichtmaschinen-Ladegerät kann die Powerstation während der Fahrt mit bis zu 800 Watt auch direkt über die Lichtmaschine geladen werden. Bedeutet, während es zum nächsten Trailhead geht, lädt sich die komplette Energieversorgung automatisch wieder auf. Im Betrieb bleibt sie mit unter 30 Dezibel angenehm leise, was gerade nachts im Camper natürlich wichtig ist. Und dank der OptiSafe-Technologie bleibt der Leerlaufverbrauch immer bei nur unter 15 Watt und kann bis zu 9 Watt sinken, sodass möglichst wenig Energie verloren geht. Mit unter 19 Kilogramm Gewicht ist sie in der Klasse außerdem vergleichsweise leicht und kompakt und passt so problemlos auch in kleinere Stauräume. Wenn ihr also eure Outdoor-Abenteuer jederzeit und überall mit zuverlässiger Power versorgen wollt, ist die neue Anker Solix C2000 Gen 2 dafür der richtige Begleiter. Und das mit einer Batterielebensdauer von 10 Jahren und 5 Jahren Garantie. Alle Informationen und den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, von allen Ausrüstungsteilen bin ich, glaube ich, in meinen Trekkingstöcken am zufriedensten. Da gibt es nichts zu meckern, da setze ich weiter drauf. Diese 2 Carbonstöcke hier wiegen zusammen 238 Gramm und da ist nie was passiert. Das sind die Ruter Locura Yana Poles. Und ich war sehr traurig, als ich gesehen habe, dass Ruter Locura diese Trekkingstöcke eingestellt hat und den Shop geschlossen hat. Und vor einigen Monaten, und für alle, die sich jetzt dafür interessieren, ist das sehr spannend, wurde der Shop wieder eröffnet und es gibt sogar noch eine verbesserte Version dieser Stöcke, die noch mal leichter sind und sogar eine eigens gefertigte Spitze haben. Das heißt, die Poles sind noch besser und eine klare Empfehlung. Ich habe damit auch wirklich Trekking-Stockzelte aufgespannt. Ich spanne damit freistehend mein Tarpzelt auf. Da biegen die sich auch schon mal ein bisschen und die sind stabiler, als sie aussehen, obwohl sie so dünn sind und die haben genau minimal alles, nur das, was man braucht, nicht zu viel. Optional kann man sich für diese Bänder hier entscheiden oder die auch weglassen. Für mich ist es beim Laufen immer sehr wichtig. Ich kenne aber auch einige, die diese Bänder komplett weglassen. Deswegen, da werde ich lange Zeit nichts dran ändern. Ja, Schuhe sind natürlich auch absolut essentiell und hier setze ich auf die Altra Olympus. Aber da aufpassen bei der Version, ich habe hier die ältere Version, denn bei der neuen gibt es extrem viel Feedback von allen, dass es Probleme in den Fersen gibt. Deswegen habe ich mir extra auch nochmal die ältere Version hier geholt. Was ich an diesen Schuhen so mag, ist, dass es wirklich sehr leichte, luftige Trailrunner sind, genau wie die Altra Lone Peaks. Der Unterschied bei der Olympus ist, dass sie eine dickere Sohle unten haben und wirklich für weniger Fußmuskelschmerzen bei mir sorgen, die eigentlich das Hauptproblem bei mir sind, wenn ich wirklich 40 Kilometer Etappen laufe, dann brennen mir die Füße ansonsten. Und auch wenn man viel über Asphalt läuft, ist so eine extra Dämpfung wirklich nützlich. Ich hoffe, bei der nächsten Version wird das Problem wieder behoben sein, denn die älteren Versionen sind langsam echt schwer zu bekommen. Jetzt gab es noch eine Neuerung, dass die Altra Olympus 275 auf den Markt kam. Da war ich ganz begeistert, denn die waren noch mal leichter und haben oben ja eine Kevlar-Beschichtung, die noch ein bisschen luftiger und robuster ist. Der Haken an der Sache:
Diese Schuhe kommen mit Gamaschen dabei, den wirklich perfekten Ultra Trail Gaiters, die man am Schuh befestigen kann, indem man hier hinten diese kleine Klettlasche löst. Aber die neuen 275er haben diese Lasche nicht mehr und damit sind die für mich komplett raus, weil ich diese Kombination einfach so perfekt finde. Vorne ist noch ein kleiner Bügel, wo man dann die Gamaschen einklippt. Das heißt, wenn für euch Gamaschen wichtig sind, und ich finde die wichtig, da man da weniger Steine im Schuh hat, weniger Verschmutzung wirklich an den Socken hat, dann würde ich lieber zu den Lone Peaks und klassischen Olympus weiterhin greifen. Ich habe aber auch noch die Decathlon MT3 Trail im Einsatz und muss sagen, dass ich damit sogar ein viel besseres Trittgefühl habe als mit den Ultra Olympus, weil die einfach flacher sind. Das sind für mich aktuell wirklich perfekte Trailrunning-Schuhe, die ich nur auf längeren Touren nicht anziehe, weil mir eben diese größere Dämpfung dann manchmal fehlt. Andere Leute haben mit Fußmuskelschmerzen aber auch weniger Probleme als ich. Deswegen ziehe ich die Schuhe eigentlich immer standardmäßig an und die nur, wenn ich wirklich große Fernwanderwege zum Beispiel laufe. Klare Empfehlung, kosten auch nur die Hälfte, haben hinten auch ein bisschen Drop, das heißt, fühlt sich klassischer an wie ein normaler Wanderschuh im Gegensatz zu den Ultras und damit sollte eigentlich jeder klarkommen. Weiterhin bin ich auch vom Konzept eines Ponchos voll überzeugt und setze hier auf den DCF Poncho von Gear Swift in der dünnsten Stärke und der wiegt nur unglaubliche 78 Gramm und damit schütze ich nicht nur mich vor Nässe, sondern auch meinen Rucksack, weswegen ich mir häufig auch einen Rucksackliner noch separat spare, wenn ich wirklich schnell reagiere und den Poncho sofort rüberziehe. Was mir an dem gut gefällt, ist, dass er hier verschiedene Gummibänder hat, mit dem ich den Poncho wirklich auch bei sehr windigen Bedingungen komplett zuziehen kann und da auch nichts im starken Wind flattert und der dann eigentlich wie eine Regenjacke ist, der auch hauteng über dem Rucksack liegt. Ich muss sagen, mittlerweile hat er natürlich ein paar Falten, weil es extrem dünnes DCF ist und wenn ich den so komprimiert packe und dann auspacke spontan, wenn es anfängt zu regnen, muss ich schon oft mal so ein bisschen das DCF erstmal wieder stretchen und zupfen, damit es wirklich gerade ist. Wenn ich den nochmal bestellen würde, würde ich, glaube ich, eine DCF-Stärke dicker nehmen. Der wiegt dann nur 20 Gramm mehr. Dadurch ist es ein bisschen steifer, wiegt natürlich ein bisschen mehr, braucht ein bisschen mehr Platz. Aber ich glaube, vom Handling ist es dann generell besser. Und den gibt es da auch in zum Beispiel Camo-Farben oder einem dunkleren DCF. Dann sieht man da nicht so aus, als wenn man die ganze Zeit mit einer Mülltüte rumläuft. Für Regenschutz an den Beinen habe ich immer auch eine Regenhose dabei. Die Rap Phantom Pants, auch ein Gegenstand, mit dem ich absolut zufrieden bin. Pertex Quantum Material, da ist wirklich nie ein Loch reingekommen. Die sitzt sehr eng im Gegensatz zu anderen Überzieh-Regenhosen und wiegt genauso viel wie der Poncho, nämlich 81 Gramm hier fast. Ich nutze die Hose nicht nur, wenn es regnet, sondern im Standard laufe ich immer noch mit meiner kurzen zweilagigen Decathlon-Hose, die wirklich sehr viele Taschen auch hat, womit ich mal Technik, Powerbank, Riegel schnell verstauen kann, um auch extra Stauraum zu haben, sondern wenn es halt kalt wird in der kurzen Hose und es windiger wird, dann nutze ich diese Regenhose dann auch wirklich als, ich sag mal, Kälteschutz. Und das bringt schon einiges, wenn der Wind dann nicht mehr auf die nackten Beine trifft, sondern auf die Hose. Und wird es dann noch mal kälter im Winter, denn ich gehe auch mit dieser Hose im Winter an den Start, dann nehme ich meine eigene Schlafhose noch darunter. Und das ist Polartec Alpha, wirklich ein Material, was sehr, sehr gut wärmt für die Gewichtsleistung, die es hat, nämlich auch 83 Gramm, das aber nur, wenn es wirklich windstill ist. Das heißt, wenn ich in der Hose rumlaufen würde und es windig wäre, würde es nicht so stark wärmen. Aber die Kombination mit dieser doppellagigen Hose für die Oberschenkel, wo man mehr friert, dann diese Alpha-Direkthose und darüber die Regenhose, da friert man auf jeden Fall auch bei stärksten Minusgraden nicht. Im Normalfall trage ich die Hose dann aber, wenn ich am Lager ankomme und schlafen will, dann habe ich wirklich im Schlafsack nochmal eine Schicht drunter, die wirklich für zusätzliche Wärmeleistung sorgt und das ganze Schlafgefühl natürlich deutlich bequemer macht. Als Boxershorts, für alle, die es interessiert, da habe ich auch schon mal eine Frage bekommen, nutze ich die Odlo Active Light. Ist jetzt einfach eine sehr leichte Synthetikhose, da habe ich mir nie einen Wolf gelaufen und die ist wirklich sehr geruchshemmend, auch auf mehreren Tagen. Midlayer darf natürlich auch nicht fehlen, das heißt eine Schicht, die ich über dem Baselayer trage, wenn ich vielleicht mal kurz eine Pause mache, die ich vielleicht auch beim Schlafen dann komplett anziehe, denn man muss schon sagen, Alpha Direct fühlt sich auch so ein bisschen an wie ein Schlafanzug. Da hatte ich letztes Jahr noch den Senshi Vren dabei, ein Produkt aus Amerika, wirklich in der knallbunten Farbe. Mittlerweile haben wir nicht nur in Deutschland einen Alpha-Hersteller, sondern auch in Tschechien, Naleco nämlich. Und da kosten die Produkte auch gar nicht so viel und hier finde ich den Schnitt auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich habe hier vorne noch einen Reißverschluss, auch einen Kragen und das ist wirklich ein sehr leichter, gemütlicher Baselayer. Ich glaube auch unter 100 Gramm knapp in Größe M und das passt dann eigentlich für jede Situation immer sehr, sehr gut. Manchmal laufe ich damit auf jeden Fall auch, wenn es so moderate Temperaturen sind und da wird mir dann weder zu kalt noch zu warm.
Darüber kommt dann natürlich noch eine Puffy-Jacke, die für die größte Wärme sorgt, wenn man sich dann nicht mehr bewegt, im Lager zum Beispiel, oder ich trage sie dann auch im Winter gerne nachts. Und das setze ich nicht mehr auf meine Patagonia-Jacke, sondern hier auf die Enlightened Equipment Apex-Jacke oder eher ein Apex-Hoodie. Denn wie ihr seht, ist es keine Jacke, die sich voll öffnen lässt, sondern hat nur einen halben Zip und dafür hier unten noch eine Tasche, die dann auch doppelt gewärmt ist. Da kann man zum Beispiel im Laufen, auch wenn man keine Trekkingstöcke hat, seine Hände mal reinstecken oder vielleicht auch eine Powerbank, die dann wärmegeschützt auf jeden Fall ist. Klappt auch im Schlafsack sehr gut, wenn man keine Schlafsacktasche hat und nachts eine Technik mit reinnehmen möchte, ist das schon ein sehr guter Ort dafür. Und hiermit bin ich auch absolut zufrieden. Erstmal haben wir da Klimaschild Apex auch drin mit einer sehr dünnen Außenhülle, die auch wasserresistent ist. Klimaschild Apex wärmt natürlich auch, wenn es nass wird. Das kann dann im Regen schon mal sein, dass ich auch meinen Poncho dann nicht überziehe, wenn ich weiß, ich habe den letzten Tag, mein Rucksack kann auch ein bisschen nass werden. Und andererseits hat er wirklich sehr gute Gummizüge. Vor allem ist mir das an der Kapuze immer hier oben wichtig. Denn wenn ich im Winter schlafe, ziehe ich die Kapuze wirklich so eng zusammen, dass nur noch so ein bisschen meine Augen oder meine Nase rausguckt. Das heißt, ich brauche auch bei kalten Temperaturen keine richtige Maske zum Beispiel mehr oder kein Buff, der irgendwie über mein Gesicht geht. Und das hält wirklich dann die Wärme sehr gut drin, auch beim Laufen, wenn es sehr windig ist. Darüber habe ich dann immer noch einen Buff, aber von der Jacke bin ich auf jeden Fall auch ein sehr großer Fan. Als Base Layer versuche ich immer das Leichteste mitzunehmen, was ich finde, auch in der hellen Farbe, damit es weniger Hitze durch die Sonne aufnimmt. Und das ist ja ein besonderer Stoff von Outdoor Research, der sich für mich wirklich am leichtesten, am luftigsten anfühlt. Hitze ist mein größtes Problem auf Sommertouren, deswegen brauche ich da wirklich einen leichten Base Layer. Aus demselben Stoff habe ich da auch mein Multifunktionstuch oder klassisch Buff halt mit. Die Eco Uber Tube ist sehr, sehr leicht, wiegt fast gar nichts und erfüllt die grundsätzlichen Funktionen, die man sich von so einem Tuch wirklich erwartet. Wenn es aber kälter ist, dann nehme ich gerne noch mein Turifon Hat mit aus einem dickeren Fließstoff. Das nutze ich dann wirklich meistens gebunden als Büchse, auch als Halstuch manchmal. Es ist aus Vlies dann auch wirklich als Handtuch so ein bisschen dienlich, wenn man mal vielleicht morgens das Zelt ein bisschen trocken machen will oder wenn man auch mal duschen geht auf einem Campingplatz und kein Handtuch mitnimmt. Das geht mit dem dünneren Stoff hier dann zum Beispiel nicht. Eine Cappy habe ich eigentlich fast immer auch mit. Hier, ich sage mal, das Fanprodukt von Tarptent ist aus DCF-Resten gemacht. Da funktioniert eigentlich natürlich auch jede andere. Ich finde die ganz gut, die ist luftig. Die hat hier eine steife Front vorne, was gerade natürlich wichtig ist, wenn man unterwegs ist und die Sonne eins ins Gesicht geht oder vielleicht, wenn man den Nacken auch ein bisschen schützen möchte. Und da bin ich eigentlich mit diesen beiden Kombinationen gerade in den meisten Touren immer sehr, sehr gut bedient. Was dann noch fehlt, ist Schutz für Hände und Füße und einerseits habe ich auch richtige Schlafsocken dabei, auch wieder aus Alpha Direct, die ich dann einfach im Schlafsack überziehen, gemütliches Gefühl habe und auf jeden Fall keine kalten Füße. Während des Tages setze ich wie schon seit 4 Jahren immer noch auf die Injinji 10 Socken. Ich hatte eigentlich nie mehr eine Blase, ich kann mich nicht daran erinnern. Vorher waren die letzten Blasen, die ich hatte, immer nur zwischen den Zehen und das haben diese 10 Socken für mich dann final gelöst. Sieht natürlich ein bisschen lustig aus, ist gewöhnungsbedürftig, aber ich finde eigentlich für längere Mehrtagestouren, wenn man auf seine Füße Acht geben will, die beste Option. An den Händen, da habe ich 2 verschiedene Paar Handschuhe eigentlich auch immer dabei. Einerseits wirklich ganz dünne, Alpha Direct Handschuhe, auch wieder Santini Microfleece. Und ich hatte schon gesagt, Alpha Direct ist warm und leicht, aber kommt nicht gut mit Wind klar. Deswegen gibt es bei mir immer noch Überziehhandschuhe, die Zipex Vertis. Wiegen auch nur 20 Gramm und damit kann man wirklich auch sehr gut kombinieren. Wenn ich nur ein bisschen kalte Hände habe, dann reichen die meistens. Wenn es vielleicht nur nass ist, dann nehme ich die Überziehhandschuhe und die Kombination aus beiden sorgt dann schon für ein sehr gutes Wärmegefühl. Die haben wirklich die Finger ausgearbeitet und das sind hier richtige Fäustlinge. Ich muss aber sagen, ich bin da auch an meine Grenzen gekommen. Jetzt neulich bei minus 7 Grad wieder im Sauerland, da hatte ich die beiden Handschuhe bin mit Trekkingstöcken gelaufen und da hatte ich trotzdem kalte Hände. Das heißt, wenn es an solche Extremtemperaturen geht, vor allem war es da auch sehr windig, weswegen die Reale-Temperatur noch geringer war, würde ich nächste Mal noch dickere Fließhandschuhe mitnehmen vielleicht. Vielleicht die doch trotzdem mitnehmen, dass ich sogar bei 3 Paar lande, aber da braucht man schon wirklich eine sehr dicke Schicht wirklich an den Händen, um nicht zu frieren. Und auch wenn es so kalt ist, habe ich immer noch meine Heiberg Apex Booties dabei, auch nur bei Wintertouren und hier ist es fast unmöglich, würde ich behaupten, kalte Füße zu bekommen. Auch Klimashield Apex haben hier unten so ein kleines Band, womit ich das zuziehen kann und die wiegen so 40 Gramm pro Schuh, aber damit garantiere ich euch, wenn ihr schnell kalte Füße bekommt im Winter, dann ist das auf jeden Fall
ein Gamechanger, da das auf jeden Fall nicht mehr passieren wird, gerade noch in Kombination mit solchen Schlafsocken zum Beispiel. Ja, beim Kochsystem habe ich, wie ihr seht, nur ungefähr so 90 Gramm jetzt inklusive Brennstoff dabei und da setze ich auf Trockenbrennstoff auf Esbit. Ich war jetzt ein bisschen skeptisch, ob das auch im Winter gut funktioniert, aber es hat mich nie enttäuscht und ein Würfel reicht für mich meist immer für eine warme Mahlzeit am Abend. Da habe ich immer Track and Eat eigentlich dabei, eine gefriergetrocknete Nahrung mit verschiedenen Sorten. Die ist leicht, die ist kalorienhaltig. Wenn ich noch mehr Kalorien brauche, packe ich manchmal ein paar Röstzwiebeln dabei. Wenn ich unterwegs einen Tee trinken möchte oder einen Kaffee morgens, dann gibt es hier von Esbit zum Beispiel auch so kleinere Würfel, die können dann nicht ganz so viel Wasser erhitzen. Und das mache ich in diesem ja fast schon tassenähnlichen Topf hier warm mit nur 400 Milliliter. Man muss natürlich gucken, was will man kochen, wie viel Wasser brauche ich für meine Track-and-Eat-Mahlzeiten. Und die Sorten, die ich mir auswähle, die brauchen nicht mehr Wasser, als hier rein passt. Meistens lasse ich mittlerweile auch den Kaffee weg, weswegen diese Tasse eigentlich dann auch immer nur zum Aufkochen dieses Wassers da ist und auch relativ sauber ist. Damit Esbit dann noch schneller brennt, habe ich eine ganz leichte, dünne Titanfolie dabei, die ich einfach mit so einer Heftklammer fixiere. Und damit hat man wirklich ein super Setup. Man stellt hier einfach den Esbit-Würfel drauf, macht das Ding darum, dann den Topf drauf und dann kocht es eigentlich ja in wenigen Minuten. Immer noch ein bisschen langsamer als Gas, das muss man auf jeden Fall wissen. Man spart sich aber das Gewicht einer vollständigen Gaskartusche. Dafür muss man fairerweise sagen, braucht man schon so einen geruchsdichten Beutel, damit man das Esbit auch gut transportieren kann. Da nehme ich die wiederverschließbaren Noakes-Bags mit, die ich wirklich hier komplett zuziehen kann. Die sind dann auch komplett unter Wasser zum Beispiel dicht. Da habe ich auch manchmal noch eine größere dabei, wo ich mein offenes Essen wirklich im Rucksack lagere, damit da auch keine Gerüche rauskommen. Und da lagere ich dann noch das komplette Kochset wirklich drin, jetzt außer den Löffel. Der ist meistens bei mir auch außen drin, damit er nicht mit dem Esbit in Kontakt kommt. Der Topf natürlich auch außen, aber wenn ich dann mal kurz eine Pause mache, dann zücke ich diesen Beutel einfach und kann dann ganz schnell Wasser wirklich aufkochen. Gas habe ich nur im Einsatz, wenn ich Touren im Ausland mache, weil ich dann natürlich keinen Brennstoff Esbit transportieren kann im Flugzeug und vor Ort eine Gaskartusche mitnehmen muss. Das mache ich zum Beispiel nächste Woche auf dem GR221 auf Mallorca. Da werde ich vor Ort dann eine Gaskartusche kaufen und meinen ganz leichten BRS 3000 Teekocher einfach mitnehmen. Als Gabel-Löffel-Hybrid habe ich hier diesen 10 Gramm schweren MSR Göffel dabei, ist ausklappbar, damit kommt man auch tief in diese gefriergetrockneten Mahlzeiten rein. Der ist immer noch sehr stabil und steif, nicht ganz wie ein Titanbesteck, aber sehr ähnlich, dafür ein bisschen kompakter. Tagsüber habe ich meistens Riegel eigentlich nur dabei oder irgendwelche salzigen Snacks. Da sitze ich ganz gerne auf die Pau R1 hier. Das sind wirklich so Notfall-Nahrungsriegel. Schmeckt eigentlich wie so ein süßer Keks. Die haben unglaublich viel Kalorien. 66 Gramm pro Riegel zum Beispiel mit 500 Kalorien fast auf 100 Gramm. Und das passt sehr gut, weil die auch sehr kompakt zu lagern sind und innen drin auch noch einzeln verschweißt sind für kurze Mahlzeiten. Ja, bei der Technik habe ich seit der letzten Packliste von der NU25 auf die NU20 Classic gewechselt. Endlich ein würdiger Nachfolger, der aber USB-C-Anschluss hat und ich dann nicht mit einem Kabeladapter irgendwie noch dieses Micro-USB hantieren muss. Ich habe mir damals bei der Lampe, wie ihr seht, ein eigenes Band gemacht. Mittlerweile ist das ein bisschen gebrochen, ja auch diese Plastikkonstruktion. Ich benutze sie aber immer noch gelegentlich. Die neue Version hat wirklich schon ein sehr ultraleichtes Band dabei, wiegt jetzt 38 Gramm mit dem Band, im Gegensatz zu meiner alten nur 30 Gramm und hier, glaube ich, lasse ich dieses Originalband auch dran, weil es schon ein bisschen robuster ist als diese eigene Konstruktion, die ich gemacht habe. Aber ja, wenn ihr wirklich das Leichteste wollt, dann bietet es sich wahrscheinlich auch hier an, noch ein eigenes Band zu machen. Da muss man nur gucken, weil die hier hinten im Gegensatz zur alten Version ja relativ zu ist und man nicht so viel Spielraum hat, da mit unterschiedlichen Leinen zu arbeiten. Ja, Powerbanks, wie ihr wisst, teste ich sehr viel und eigentlich habe ich da 3 Modelle, wenn ich recht bedenke, immer im Einsatz. Standardmäßig wirklich die leichteste Option mit 10.000 mAh. Das ist seit diesem Jahr die Flextail Zero Power mit 145 Gramm hier aus einem Forged Carbon. Jetzt hat Nitecore allerdings vor kurzem noch eine neue Version ihrer bekannten 10.000er Powerbank auf den Markt gebracht, die nochmal 3 Gramm leichter ist. Das heißt, wenn ihr darüber nachdenkt, euch die zuzulegen, dann kann man da, ich glaube, 2 Gramm jetzt auch nochmal sparen und hat da das Produkt von Nitecore. Wenn ich längere Touren mache, dann nehme ich mittlerweile eigentlich immer Ineu Powerbanks. Die haben eine ähnliche Energieeffizienz, sind ein bisschen schwerer als zum Beispiel die Nitecore-Produkte, aber haben eine bedeutend höhere Ladegeschwindigkeit, sowohl was reingeht als auch rausgeht. 100 Watt schafft diese Powerbank raus und 65 Watt rein, kann dadurch auch mit diesen unterschiedlichen Adaptern zeitgleich über einen Stecker noch weitere Geräte
aufladen, was sehr nützlich ist, wenn man vielleicht irgendwie im Hotel am Campingplatz ankommt, einfach nur einen Stecker reinstecken will und schon laden sich alle Geräte über die Nacht. Dazu habe ich den Super Tiny Charger hier. Der ist wirklich sehr, sehr schnell mit 65 Watt, wiegt aber auch 80 Gramm. Aber die Kombination aus diesen beiden Sachen, ich habe es ausführlich vorgestellt, ist einzigartig, weil man teilweise auch nur kurze Pausen machen kann und mit 65 Watt seine gesamte Stromversorgung wirklich dann sehr, sehr schnell aufladen kann. Wenn ich mit den kleineren unterwegs bin, habe ich meistens leichtere Stecker dabei. 37 Gramm wiegt ja zum Beispiel der Anker PowerPort Stecker, der schafft dann aber nur 18 Watt, was quasi 4-mal langsamer ist. Im Winter allerdings, wenn es wirklich darum geht, die Technik vor Kälte zu schützen, dann setze ich hier auf die Nitecore Summit Produkte. Auch die habe ich in 10.000 und 20.000 je nach Tourlänge und die haben eben diese besondere Funktion, dass ich den Modus einschalten kann und wenn die Powerbank feststellt, dass es quasi gefriert und kalt wird und eine normale Powerbank dann wirklich sehr viel Energie verlieren würde, dann erhitzt die sich so ein bisschen selber. Und deswegen ist mir das im Winter eigentlich immer ein bisschen lieber, da die Gewissheit zu haben, dass da nichts kaputt geht. Vielleicht rutscht auch mal was aus dem Schlafsack, vielleicht vergesse ich was oder wenn man die tagsüber am Rand des Rucksacks trägt, dann kann es auch schon mal sein, dass da viel Kälte drankommt. Bei den Kabeln nehme ich mittlerweile einfach das USB-C auf USB-C Stoffkabel mit, was bei den INIU Powerbanks dabei ist. Die sind sehr robust, funktionieren zuverlässig, kommen auch mit diesen 100 Watt ganz gut klar und man kann die sogar hier als Adapter, so als Schlüsselanhänger für die Powerbanks verwenden. Falls ich ältere Modelle dabei habe, ist immer noch ein USB-A-USB-Kabel hier dabei mit einem gewinkelten USB-C-Adapter. Das macht es beim Laufen, gerade in den Hüftgurttaschen, so ein bisschen einfacher, die Elektronik dann zu laden, ohne dass man irgendwie einen Kabelbruch befürchten muss. Als Notfall habe ich immer noch diesen Mini-USB-C auf USB-C-Adapter versteckt, ganz tief in eine Packtasche in meinem Rucksack. Falls ich mal ein Kabel verliere oder eins kaputt geht, dann kann ich zumindest noch alles Mögliche damit laden. Der wiegt nur 1 Gramm und vielleicht braucht man noch mal ein zweites Kabel. Deswegen ist es für mich eigentlich so ein Notfall-Backup, genauso wie ich auch ein zweites kleines Feuerzeug dabei habe. Wenn ihr vielleicht auch mal gerne Fotos oder Videos von euren Touren macht, dann kann man natürlich auch darauf achten, dass das möglichst kompakt und ultraleicht ist. Ich habe zum Beispiel 2 Kameras dabei, eine GoPro 10, mit der ich hauptsächlich filme, die ich in meinem Schultergurt habe und einfach rausnehmen kann, spontan was filmen kann. Andererseits habe ich noch eine GoPro 12 dabei mit diesem Max Lens Mod Adapter, der wirklich für einen großen Weitwinkel sorgt und den trage ich mit dieser Kette hier wirklich um den Hals, um auch spontan mal wirklich First-Person-Aufnahmen zu machen oder vielleicht, wenn ein Reh über die Straße läuft, schnell mal abdrücken zu können. Den Ton zeichne ich meistens mit so einem Olympus-Diktiergerät auf, auch ultraleicht, ultrakompakt, passt in meine Hosentasche rein und entweder kann ich das in der Hand halten, damit die Natur aufzeichnen oder habe mein Ansteckmikro da drin, sodass ich meine Stimme aufzeichnen kann. Es gibt natürlich auch noch Stative, wenn man sein Smartphone zum Beispiel fest aufstellen möchte, um ein Foto zu machen, um sich selber zu filmen. Da gibt es dieses kleine Mini-Stativ hier von Joby. Das kann man aufklappen, ist dann so eine Art Dreibeinstativ und klappt auch ganz gut. Ich habe gemerkt, dass ich dann so ein bisschen darauf angewiesen war, irgendwie einen Baumstamm, eine Bank zu finden, damit es nicht immer auf dem Boden steht und habe als Alternative noch diese GoPro-Halterung dabei, die ich flexibel um einen Tracking-Stock wirklich packen kann, wenn der im Boden steckt und dann im Prinzip noch so eine kleine Smartphone-Halterung hier dran habe, um mein Handy da wirklich zu befestigen, um dann wirklich ein menschengroßes Stativ vor mir in Ruhe zu haben. Was wichtig ist, wenn ihr euer Smartphone mit habt, nicht nur zur Navigation, sondern vielleicht auch für Fotos, dann ist eine Hülle da essentiell, die robust ist, vor Sturz geschützt ist und die ich dabei habe, die hat so eine Klappe, womit meine Objektive so ein bisschen geschützt sind, weil vielleicht kennt ihr das auch, man schwitzt natürlich auf Touren, ist ein bisschen dreckig und dann kommt da so ein bisschen Staub rein. Andererseits habe ich für Wintertouren diese Hülle noch dabei, mit der ich gerade filme, die schützt dann explizit noch meinen Ladeadapter. Wenn da Feuchtigkeit nämlich reinkommt, dann kann es sehr problematisch werden, weil das teilweise in nassen Bedingungen mehrere Tage braucht, um zu trocknen, um wieder zu funktionieren und im Zweifel kann man sein Handy dann nicht mehr laden, wenn man vielleicht für die Navigation auch darauf angewiesen ist. Ja, der wichtige Kleinkram darf natürlich auch nicht fehlen. Einerseits eine Zahnbürste. Ich habe hier eine sehr kurze aus dem Gear Swift Store. Da gibt es so Dreierpacks davon, ist Bambus. Die Länge reicht mir eigentlich auch, aber da gehen natürlich auch wirklich normalere Zahnbürsten. Das Holz wird manchmal ein bisschen feucht, habe ich gemerkt. Da muss man die ab und zu ersetzen, aber für mich klappt das noch ganz gut. Wenn ich auf Campingplätzen schlafe oder mal komplett meine Ruhe haben möchte, habe ich so kleine Ohrstöpsel dabei, die sich auch bequem im Liegen wirklich tragen lassen und
Da schlafe ich auf jeden Fall ein bisschen besser mit. Gummibänder dürfen bei mir auch nicht fehlen. Da habe ich so 2, 3 Stück immer dabei. Gerade wenn ich spontan mal Snacks dabei habe, die in eine Tüte kommen, irgendwas Salziges, dann kann ich die Gummibänder dafür nutzen, die wirklich zu verschließen, sodass der Rucksack auch immer sauber auf jeden Fall bleibt. Ja, diese beiden Beutel, die ich hier habe, sind auch ein bisschen größer geworden. Da hatte ich vorher kleinere, dünnere Ziploc-Beutel, die sind teilweise kaputt gegangen oder es war so gepresst und kompakt, dass irgendwelche Blasenpflaster dann teilweise aufgegangen sind. Hier habe ich mal so ein 100er-Pack gekauft von ein bisschen stabileren Ziploc-Beuteln, die auch nicht viel wiegen. Einerseits eine Reparatur-Kit, würde ich sagen. Hier ist noch mein Multifunktionsmesser drin, ein Ersatzfeuerzeug, diverse Flicken für die Isomatte, für das Zelt, wenn was reißt. Manchmal auch eine kleine Schnur, die ich benutze, wenn ich noch irgendwas Besonderes abspannen will. Und andererseits mein gesamter Hygiene- und Notfallbeutel. Hier habe ich die üblichen Dinge dabei, die man so minimal braucht, wie Schmerzmittel, Antiallergikum, Durchfallmittel, eine kleine Bandage zum Beispiel, Blasenpflaster, und das reicht dann eigentlich für mich und die lagere ich dann lose im Rucksack. Ich weiß, die sind dann immer da. Manchmal noch als dritten Beutel natürlich Klopapier dabei. Das lagere ich dann auch doppelt in 2 Ziploc-Beuteln außen zusammen mit diesem Schaufelhering, damit ich im Zweifel natürlich da auch sehr schnell drankomme. Ja, das leichteste und zuverlässigste Deo, was ich gefunden habe, gibt es bei DM. Da habe ich, glaube ich, schon 10 Stück mittlerweile von gekauft. Hier in der Sorte Wasserlilie ist so ein kleines Rolldeo. Ich glaube, das wiegt unter 10 Gramm nur und hält auch überraschend lange. Also eine ganze Tour auf jeden Fall aus. Das nehme ich immer noch ganz gerne mit. Sonnencreme ist eigentlich auch egal, welche man mit hat. 50 sollten es schon sein. Da habe ich auch hier eine von John & Glenn dabei. Und ganz wichtig, wenn ihr irgendwie unterwegs seid im Sommer und es ist Zeckensaison, dann kann ich euch jetzt zu diesen Mitteln von No-Bite raten. Einerseits das Blaue wirklich für die Kleidung zur Imprägnierung. Das hält dann auch viele Wochen auf der Kleidung. Und das Weiße ein bisschen reduzierter mit dem Mittel DEET. Das sprüht man auf die Haut ein. Das hält auch ein paar Tage. Aber wenn man geduscht hat, dann sollte man es im Zweifel nochmal neu auftragen. Und auch die Entdeckung des Jahres für mich, der Fischgrätenhering, den habe ich jetzt auch immer mit, wenn ich weiß, ich schlafe viel in Schutzhütten, ich schlafe auf Trekkingplateaus. Obwohl ich freistehende Zelte dabei habe, will ich die natürlich verankern. Und vielleicht habt ihr auch Trekking-Stockzelte dabei. Dann muss man sowieso gucken, wie man das Zelt auf diesem Holzplateau befestigt. Und diese Fischgrätenheringe, die steckt man dann einfach zwischen die Balken, dreht die ein und schon ist das Zelt dann im Prinzip sturmsicher und kann schon nicht mehr wegfliegen. Deswegen nehme ich da meine normalen Heringe dann nicht mit und 4 bis 6 von diesen kleinen hier. Und insgesamt sind das dann so 40 bis 50 Teile, je nach Konfiguration mit einem Gesamtgewicht von 2,8 bis 3 Kilo Basisgewicht. Also ohne Wasser und ohne Verpflegung und vielleicht Brennstoff. Das klappt für mich sehr gut. Ich merke immer wieder, manchmal nehme ich jetzt doch irgendwie ein Kissen mehr mit, eine größere Isomatte und pendel mich so beim Gesamtgewicht von 3 Kilo natürlich bei Sommertouren ein. Wenn es in den Winter geht, da muss man immer mehr Gewicht mit einplanen. Aber zum Beispiel in Schweden war ich jetzt wirklich mit der minimalsten Form unterwegs, die ich so kannte, mit 2800 Gramm. Kam da wirklich bei den längeren Etappen auch sehr gut voran. Und ja, diese 500 Gramm plus minus, die merkt man eigentlich bei einem Gewicht von unter 4 Kilo dann gar nicht mehr. Alle Einzelteile, die ich euch hier gezeigt habe, verlinke ich nochmal ausführlich unten in der Beschreibung, genau mit einem Gewicht und einem Link, wo ihr das finden könnt. Ich hoffe, das konnte euch so ein bisschen weiterhelfen, vielleicht für eure nächste Trekking-Saison so ein bisschen inspirieren. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.